Vielen Dank für die Einladung. Ich bin 1940 geboren in Hildesheim, alter Bischofssitz in Norddeutschland. Wurde 11 Tage nach meiner Geburt getauft am Fest des heiligen Nikolaus auf den entsprechenden Namen. Und zur Erinnerung daran habe ich in Heidelberg als Professor jedes Jahr eine Nikolausvorlesung gehalten, am 6. Dezember. Das war die größte regelmäßige Veranstaltung in der Universität Heidelberg. Da kamen 2.000 bis 3.000 Leute, Theologen, Juristen, Mediziner, aber keine Theologieprofessoren. Und da ging es um Themen theologischen Humors in der Nikolausvorlesung. Zur Schule gegangen bin ich dann in Goslar, das ist meine eigentliche Heimat geworden, eine 1050 Jahre alte Kaiserstadt am Fuß des Nordharzes mit Hunderten alter Häuser, alten romanischen Kirchen. Also später als Romanik haben wir eigentlich nichts zu bieten. Und einem schönen Dom, der leider nach 800 Jahren im 19. Jahrhundert abgerissen wurde. Das erzähle ich deshalb, weil es mich geprägt hat, diese mittelalterliche Stadt, und weil sie dort schöne alte Bücher hatten, im Stadtarchiv etwa, an deren Drucken und auch an den Urkunden, die dort verwahrt waren, habe ich gelernt, mittelalterliche Kurzschrift zu lesen, also die gotischen Buchstaben. Und in der Schule habe ich Latein und Griechisch gelernt und war der einzige Katholik lange in meiner Klasse. Die anderen waren prinzipiell ungläubig und mein einziger Freund war einer, der evangelische Theologie studieren wollte. So kommt das dann. Das Theologiestudium lag mir nahe, weil ich einen hervorragenden Pfarrer hatte, der mich auch mit entsprechender guter Literatur versorgte, von Guardini an aufwärts. Und dort durfte ich auch entsprechende Referate halten, genauso im Griechisch- und Lateinunterricht. Das war meine große Wonne. Und die lateinische Liturgie habe ich sehr geliebt in meiner Schulzeit. Zum Abitur konnte ich das ganze lateinische Messbuch auswendig. Leider hat die Kirche dann danach nicht darauf zurückgegriffen, indem sie gesagt haben, sie wollten mich nicht. Aber das war später. Vor dem Abitur habe ich außerdem gesammelt 5000 Glockeninschriften als Hobby, lateinische mittelalterliche Glockeninschriften, die eigenständige Texte waren, und vom Pfarrer oder vom Glockengießer formulierte Gebete, ganz nah am Volk und häufig sehr schön, sehr bewegend, sehr rührend und originell. Da Goslar zum Bistum Hildesheim gehörte, mussten die Hildesheimer Theologen in Fulda studieren, was für alle etwas anspruchsvolleren Gemüter zu damaligen Zeiten eine Katastrophe war, weil das Studium nicht so fortschrittlich war wie im Theresianum in Heiligenkreuz, sondern archaisch. Der Professor brachte ein Taschenbuch mit in die Vorlesung und sagte, wer möchte weiterlesen. Das heißt, Studenten haben die Vorlesung bestritten. Das war Fulda. Wir haben allerdings nie wieder so viel gelacht wie dort, meine Freunde und ich. Und die Freundschaften halten bis heute. Dann sehnten wir uns nach den sogenannten Freisemestern. Und juristisch bin ich noch immer im Freisemester. Also es sollte beginnen im Mai 1962. Das war
Beginn des Freisemesters in München. Und ich habe mich sofort in das neutestamentliche Oberseminar gesetzt, obwohl ich nie ein Proseminar oder Seminar besucht hatte, mit dem Ziel, Neues Testament zu studieren. Und das Fach kannte ich, weil der bekannte Rudolf Schnackenburg in Würzburg der Bruder meines Pfarrers war, der damals angesehenste deutsche Neutestamentler. Allerdings hat mein Pfarrer geschrieben, in dem Gutachten für mich als Theologe über mich zusammengefasst, ein schlichter Geist, religiös gut fundiert. Das war in seinen Augen freundlich. Und München bestand darin, dass ich eine große Bibliothek hatte, anregende Mitstudenten, die Orientalistik war damals groß, und einen Doktorvater, der wenigstens lustige Vorlesungen halten konnte und einen berühmten Römerbrief geschrieben hat. Irgendwann bekam der Doktorvater Angst vor meiner Art von Wissenschaft und Denken und hat behauptet, meine Doktorarbeit wäre häretisch. Er hat damit die Fakultät überzeugt. Ich hatte nämlich behauptet, Jesus sei Jude gewesen. Das war damals noch unerträglich. Die Tübinger Protestanten haben die Münchner katholische Fakultät davon überzeugt, dass es richtig sei, eine solche Arbeit nicht zuzulassen. Denn Jesus habe ja das jüdische Gesetz abgeschafft und die jüdische Religion ersetzt. Das war also der Streit 1965. Das Zweite Vatikanum tagte schon, aber davon hatten die Leute in München und vor allen Dingen in Tübingen, die Protestanten, nichts mitgekriegt. Und das Ergebnis war, dass die Fakultät gesagt hat, sie kriegen zwar summa cum laude, aber müssen eine neue Arbeit schreiben. Ziemlich idiotisch, aber... Und gleichzeitig wurde an den Bischof geschrieben, im Auftrag der Fakultät, ich dürfte nicht geweiht werden, weil ich eine Gefahr wäre. Solches kann man auch in Tübinger Dissertationen nachlesen. Da gibt es Fußnoten, Berger ist allgemein eine Gefahr für das Christentum. Daraufhin konnte ich nicht Priester werden und nur auswandern nach Holland und war dann von 70 bis 74 Professor in Leiden in Holland. Die Holländer waren nicht so radikal wie die deutschen Linken. Die Deutschen feierten damals gerade 68er Revolution. Die Holländer können das vom Gemüt her gar nicht so ideologisch verbohrt, waren sie nicht. Und deshalb hatte ich da ein angenehmes Leben mit wenig Lehrverpflichtungen, konnte viel religionsgeschichtliche Texte lesen. Das war meine große Leidenschaft. Vor mir war Hans Windisch dort gewesen, am Anfang des Jahrhunderts, mit denselben Neigungen wie ich. Und das wurde mir immer als Parallele vorgehalten, das fand ich auch ganz richtig. Dann wurde ich eingeladen zur Lehrstuhlvertretung nach Heidelberg. Das war der Lehrstuhl von Günter Bornkamm, einem bekannten Neutestamentler. Im Jesusbuch ist 500.000 Mal aufgelegt worden. Und der war pensioniert und niemand wollte seine Nachfolge antreten, weil alle die Studenten fürchteten und ich eben nicht. Und habe dort Lehrstuhlvertretung gemacht, insgesamt 6 Jahre. Dann konnten sie mich nicht mehr rausschmeißen. Meine leidende Stelle hatte ich aufgegeben, weil ich da nicht zurück konnte aus familiären Gründen. Und dann wurde ich
in Heidelberg angestellt, so wie ich war, als ein am Priestertum verhinderter Katholik. Dann habe ich zum Zeichen der Solidarität mit der dortigen protestantischen Fakultät, an der ich eingestellt war, von Anfang an evangelische Kirchensteuer bezahlt, um zu sagen, ich will nicht unsolidarisch sein und Geld ist ja angeblich wichtig. Und irgendwann wurde ich dann ordentlicher C3-Professor ohne Assistent, ohne Ausstattung. Also eine Sekretärin habe ich nur von Weitem gesehen. Alles selber machen, jedes Buch selber holen. Und was mir große Freude gemacht hat, war die Neugier der Studenten und die Aufgeschlossenheit dort. Im Laufe der Heidelberger Zeit habe ich verschiedenste Ideologien mitgemacht, die die Studenten plagten. Aber bei mir fühlten sie das alles auf katholische Weise entweder neutralisiert oder aufgehoben. Jedenfalls war es in dieser Folge dialektischer Materialismus zunächst, die scharfen Linken, dann Maoismus, dann Feminismus, dann Ökofeminismus, dann Psychologie, die große psychologische Rolle und Welle und schließlich als Religionsersatz moderne Religionskunde, das musste man auch jedenfalls kennen. Bejaht habe ich das nie, die Studenten wussten, woran sie bei mir waren. Meine Vorlesung begann jeden Tag um 8. Das war eine Zumutung, aber ich hatte wenigstens keine Konkurrenten in der Zeit. Und schließlich am Ende meiner Heidelberger Zeit merkte die Fakultät, dass ich ja mehr Doktoranden produziert hatte als sie alle zusammen, nämlich 65 promovierte Schüler, von denen etwa 10 auch habilitiert sind. Und gefährlich wird ein Mensch, wenn er habilitierte Schüler hat, weil er dann Lehrstühle besetzt damit. Ich habe das nie aktiv getan, aber die Schüler haben das tapfer von sich aus gemacht. Ein wichtiger Nebenjob war für mich, jedes Jahr Pastoralkolleg in der Ostzone zu geben, in der Mark Brandenburg. Da gab es das Pastoralkolleg in Templin. Das Pastoralkolleg nennt man Fortbildungsstätte für Pfarrer. Und der Leiter war Horst Kasner, der Vater unserer Bundeskanzlerin. Und mit dem habe ich wunderbar zusammengearbeitet, denn er war polnischer Katholik. Ist irgendwann protestantisiert unter der Hand und hatte aber ein Verständnis natürlich für meine Art von Theologie. Das habe ich auch erst nachher erfahren. Wir haben lange Wanderungen gemacht durch die Wälder rund um Templin. Und da hat er mir seine Idee von Sozialismus vorgestellt, die den päpstlichen Sozialenzykliken nahe kam und im Sinne des heiligen Franziskus war. Aber dieses Pastoralkolleg wurde dann verboten, als Bischof Wolfgang Huber evangelischer Bischof von Berlin wurde. Denn meine Theologie war nicht bartianisch und nicht sozialistisch, nicht vor allen Dingen so menschenverachtend, wie das die Personalpolitik von Bischof Huber dort war in Berlin. Und in dem Zusammenhang merkte auch die Münchner Fakultät, der Herr Huber neben mir ja lange angehört hatte, dass ich katholisch bin. Und da wurde ein großes Drama draus gemacht. Katholik lebt inkognito in Heidelberg. Alle Studenten wussten das. Ich habe es jeden Morgen um 8 den Studenten erzählt. Immer wenn ich nicht weiter wusste, habe ich lateinische Professionen an die Tafel geschrieben.
und freundlicherweise auch übersetzt. Die konnte ich alle auswendig. Oder Hymnen wie Lauda Sion und Dies Irae und solche Schätze. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Vermute mal ja. Aber so alt sehen sie auch wieder nicht aus. Jedenfalls wurde ein großer Skandal daraus und wütende Feinde gab es nicht nur bei den Protestanten, sondern auch bei den katholischen Kollegen, weil sie am liebsten Protestanten gewesen wären offenbar und nicht konstant katholisch. Wie auch immer, das war eine schwere Zeit, weil die Wutköpfe verlangten, ich sollte mein gesamtes Gehalt zurückbezahlen, weil ich katholisch war und 40 Jahre lang Neues Testament gelehrt hatte in Heidelberg, sollte ich das Gehalt zurückbezahlen. Wahnsinn. Und andere haben gesagt, alle Examina, die ich abgenommen hätte, wären ungültig, weil ich ja nicht richtig irgendwas wäre, reformiert, lutherisch, katholisch, damit rechnete man nicht. Ich habe immer betont, das Getauftsein ist das Entscheidende. Aber das wollen Kirchenführer in Hessen und in Baden-Württemberg nicht hören. Das war also eine Bruchlandung in Bezug auf Ökumene und das kam also einfach raus, weil ich es auch gesagt habe und die Studenten wussten es. Und darauf hat mich dann der Bischof von Hildesheim sozusagen reinkardiniert. Ein bisschen älter ist eine sehr nahe Freundschaft zu Josef Ratzinger. Wir haben zusammen einen Film gedreht, noch während meiner Zeit als Professor in Heidelberg, über Gott und die Welt, also eine Stunde geredet, so wie mit Ihnen. Und jetzt darf ich ihn jedes Jahr einmal besuchen mit meiner Frau. 1978 waren wir zur Spargelzeit da und Manuel Herder vom Herder Verlag hat ihm ein Kilo badischen Spargel mitgebracht. Das mag Benedikt gern. Und letztes Jahr waren wir wieder da und er war schon geistig noch voll auf der Höhe. Und wunderbarer Gesprächspartner. Nur er sprach sehr leise und das war ein Problem, weil ich sehr groß bin und auch wenn ich sitze, nicht für leise sprechende Menschen in der Tiefe zu haben bin. Ich habe meine Frau gefragt, was hat er nun gesagt? Es war trotzdem schön und diese Papstbesuche in Rom waren eine besondere Auszeichnung nach den langen Jahren, in denen ich praktisch für Katholiken nicht existierte. Und dann kam die Begegnung mit den Zisterziensern, auch noch lange vor der Pensionierung mit Bochum-Stiepel. Bochum-Stiepel ist eine Tochter von Heiligenkreuz und die Patres und Fratres dort waren von der fröhlichsten Sorte. Und ich habe dort lange Jahre Vorträge gehalten im Auditorium Stiepel, so hieß das. Das hörte vor 3 Jahren plötzlich auf. Warum, weiß ich nicht. Die Gründe wurden mir nicht mitgeteilt. Aber dass ich jetzt da bin, werte ich als einen Versuch, diesen Schmerz zu heilen. Ich wurde noch in der Stiepeler Zeit Familiar des Klosters Heiligenkreuz. Da bin ich stolz drauf, bis heute. Und zwar bete ich das Brevier der Mönche von Heiligenkreuz nach einer älteren Ausgabe, die mir
der Pater Beda in Stiepel 1994 geschenkt hat. Inzwischen haben sie wohl ein bisschen anders sich organisiert, aber ich bete es brav zu Hause und finde es schön, mit dem Orden meiner Träume auf diese Weise verbunden zu sein. Denn meine Familie stammt aus einem alten Zisterzienserkloster in Norddeutschland. Das ist das Kloster Chorin in der Mark Brandenburg. Das größte und erste Backsteinkloster, bis heute vorhanden, wurde den Zisterziensern in den 20er Jahren angeboten des vorigen Jahrhunderts, aber sie hatten keine Leute. Jetzt wurde es wieder angeboten, bevor Heiligenkreuz so groß wurde. Ich vermute, wenn man es wieder anbieten würde, würden sie dorthin ziehen, so ähnlich wie nach Neuzelle, so auch nach Kloster Chorin, denn es ist voll intakt und beziehbar. Wir haben noch keinen Kühlschrank, aber die Küche ist da. Ich bin verheiratet mit Christiane Nord, einer Übersetzungswissenschaftsprofessorin, die auch pensioniert ist, aber häufig nicht da ist, weil sie in der dritten Welt wichtige Aufgaben hat. Sie bringt den Leuten bei, welche kulturelle Bedeutung Übersetzen hat für die Begegnung der Kulturen, insbesondere mit der westlichen Kultur. Also die Übersetzung chinesischer Texte ins Deutsche, die Übersetzung von Goethe ins Arabische, ist ein bisschen vorher passiert, aber all solche Geschichten sind natürlich wichtig für das Zusammenwachsen der Welt.